Ich glaube, wenn die FPÖ gewinnt, da gibt es kein positives Ende für Menschen mit Migrationshintergrund. Aber ich glaube nicht, dass der Kickel jetzt so rassistisch ist. Chantal is from Carinthia, Austria, the region that for years has had the highest support for far-right parties. 3 days before the national election, Chantal shows us around her hometown and tells us what it was like growing up as a black girl in a far-right voting community. She's also looking ahead. The upcoming parliamentary elections will determine Austria's political future and who will be Chancellor. For the first time, the far-right Freedom Party could win. Man glaubt vielleicht, okay, wow, Chantal ist jetzt irgendwie eine Person of Color in St. André, der muss es so schlecht gehen oder die muss jetzt so arg Rassismus erfahren. Ja, ich werde angestarrt und so weiter. Aber ich glaube, die Leute wissen nicht genau, was hinter dieser FPÖ und diesem Wahlprogramm, diesem Vorhaben eigentlich dahinter steckt genau und wie schädigend das auch sein kann für Menschen wie mich zum Beispiel. Chantal fears that racism could get far worse with the Freedom Party in power. And prejudice is something she's experienced her whole life, even in her own family. From her cousin Laura, for example. She's a staunch FPÖ supporter. We join the two of them as they discuss politics with each other for the first time. Chantal has a complicated relationship with her family. After losing her mother at the age of just 15, she moved on her own to the capital of Carinthia, Klagenfurt. After graduating from high school, she went to college, where she experienced racist insults on a daily basis, including from her neighbor. Ich habe gleich da ums Eck gewohnt. Genau hier habe ich es gefilmt, als er zu mir Dinge sagte wie das N-Wort oder geh Kakaobohnen pflücken, geh zurück, wo du herkommst. Oder er hat mir auch eine Banane angeboten und vor dem Gesicht gewuchtelt und gesagt, willst du eine Banane, eine Banane? Passers-by said and did nothing. Eventually, Chantal had had enough. She took the man to court, but ended up paying the legal costs. For her, it was a turning point. The experience prompted her to become an anti-racism instructor. Chantal's job involves talking a lot about politics. With her relatives, she's consciously avoided the subject, as the resulting debates can be exhausting. She normally gets on fine with her cousin Laura. Ja, grundsätzlich, glaube ich, in unserer Familie haben wir jetzt nicht so viel über Politik gesprochen, per se. Ich habe immer mitgekriegt, dass auch andere Familien gemeinsam die Wahlen anschauen. Ich habe das noch nie erlebt bei uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir schauen das nicht an, gell? But they have huge differences with regard to their political views. Ich hoffe schon, dass FPÖ gewinnt. Also ich würde gern Kickler als Kanzler haben. Herbert Kickler is the leader of the FPÖ and says he wants to be the people's chancellor, the same term used to apply to Hitler in 1930s Germany. Kickler's manifesto is called Fortress Austria. The Freedom Party was founded in the 1950s by former Nazis, but was initially centre-right. After having a relatively moderate stance for its first few decades, the party shifted to the far right in the 80s. The FPÖ is now Eurosceptic, anti-climate protection and nationalist, and takes a hard line on immigration, winning over a lot of voters. Für mich war jetzt eigentlich wichtig, mehr auf uns selber zu schauen, auf uns Österreicher. Also wir haben schon genug Leute, die arm sind, selber nichts haben, die auch viel mehr Unterstützung brauchen. Alleinerziehende Eltern mit Kindern oder halt Mütter mit Kindern. Ich finde das spannend. Ich glaube, das zeigt die Propaganda von FPÖ ganz gut, was auch wirklich bei der Bevölkerung auch ankommt, eben auf dieses Aufeinanderschauen, dieses Heimatsgefühl. Aber gleichzeitig passiert arger Rassismus, Diskriminierung, Homophobie, Transphobie und eine Abschiebung von Menschen, die noch nie in diesen Ländern waren. Auf der anderen Seite verstehe ich sie total, aber auf der anderen Seite kann ich mir das nicht vorstellen, dass sowas passieren wird. Mhm. Ich glaube eher, dass sie da mit den Asylwerber, dass das abgestoppt hat. Das hoffe ich. The FPÖ promises to deport people en masse, which could also affect those who were born in Austria but do not have citizenship. Chantal herself has an Austrian passport, but is still worried about her safety.
erstens bin ich eine Frau, zweitens bin ich schwarz und drittens bin ich eine schwarze Frau, die in der Öffentlichkeit über diese Themen spricht. Also ich bekomme Hassbriefe. Und wenn dann wirklich diese Bestätigung ist, okay, jetzt können wir offiziell diese Dinge machen, weil wir haben einen Kanzler oder eine Partei, die stark vertreten ist und mir den Rücken stärkt, wenn ich gegen Leute wie Chantal quasi ankämpfe. Also das macht dann schon Sorgen. Wie geht's dir dabei, halt so ihre Ängste zu hören? Ja, wenn man das so hört, das ist halt nicht schön. Natürlich will ich, dass es dir auch gut geht, dass du keine Ängste hast, dass du deinen Job machen kannst. While they appreciate each other's ideas, they can't find much common ground. Chantal is not the only one worried about the FPÖ becoming more popular all across Austria. In Klagenfurt, there's an anti-far-right demonstration, which Chantal is going to with her sister Alicia. Alicia began thinking years ago about leaving Austria due to the political situation. Also es bereitet mir ziemlich Sorgen, dass zum einen mich betrifft, viele Freundinnen von mir, speziell meine muslimischen Freundinnen, durch den Rechtsruck in ganz Europa wird es in anderen Ländern nicht wirklich besser sein. Aber ich erhoffe mir, dass die Leute sich wirklich überlegen und schauen, was ich da gewählt habe, was bedeutet das, rechts zu wählen. Mir ist in den Workshops ganz oft aufgefallen, dass Jugendliche, Kinder, Menschen generell mit Migrationsbiografie, People of Color, in meinen Workshops auch allgemein, ganz verstärkt auch die FPÖ wählen. Trotz des Wahlprogramms, das die FPÖ hat, das sich auch ganz stark gegen diese Personen richtet. Chantal is also wondering whether to emigrate, but still has hope. She appreciates why so many people are turning their backs on parties that often use complicated language. Es werden auch ganz viele Begrifflichkeiten verwendet, wo bildungsferne Menschen gar nicht viel damit anfangen können. Und ich glaube, das führt auch vermehrt dazu, dass man sagt, okay, man greift auf etwas Einfaches zurück. And the FPÖ is good at simple slogans: prosperity and a safe Austria. Popular promises in Carinthia, long before this election. Economically, it's a relatively poor region, and the FPÖ has convinced many that it's committed to workers' interests. It wouldn't be the first time for the party to feature in a government. In other countries, like in Germany, established parties have so far said they would not work together with the far-right AfD. In Austria, the right-wing populist FPÖ has already been part of 2 coalition governments since 2000. And that's despite a series of scandals involving cases of racism, anti-Semitism and corruption among party members. It's election day in Austria. Chantal and Laura are on the way to vote. Their views have not changed since that little discussion. Ich hoffe, dass was Positives kommen wird. Also dass da schon was sich tut, also dass sich was ändert in Österreich. Natürlich halt positiv für mich und auch für Chantal. Ich glaube, wenn die FPÖ gewinnt, da gibt es kein positives Ende für Menschen mit Migrationshintergrund oder People of Color in Österreich oder queere Menschen oder Frauen. Ja, ich sehe das ein bisschen anders wie die Chantal oder vielleicht hat sie das irgendwie voll verstanden, aber ich glaube nicht, dass der Kickel jetzt so rassistisch ist. Ciao. Sag dem Jan liebe Grüße. Ja. They'll now have to wait until the election results in the evening. Chantal is off back to Vienna, where she mainly lives these days. At just after 5 p.m, the first projections come in. As expected, the far-right FPÖ won the most votes for the first time, among young voters too. The conservative OVP came in second, so the two could form a coalition. Ich selber bin schon sehr resilient oder irgendwo auch abgehärtet, dass eine
ein großer Teil der Bevölkerung irgendwo die FPÖ wählt, da ich aus St. André bin. Aber ich bin auch schon sehr mitgenommen irgendwo auch. The FPÖ won over 38% of the vote in Carinthia. In St. André, in excess of 48%. That's 20% more than in the country as a whole. A result that is no surprise for Chantal. To those appalled by the outcome, she says, People of Color in Österreich schreien seit Jahren ganz laut, dass sie Alltagsrassismus sehr stark erleben, diesen Rechtsruck schon seit Jahren mitbekommen und erleben. Und all die es nicht mitbekommen haben, die haben einfach nicht zugehört, das ist einfach nur ignorant. It's currently unclear which coalition will prevail. The OVP has made it clear that it opposes Herbert Kickl becoming Chancellor. In theory, there could be a coalition involving other parties and excluding the FPÖ. But that could be seen as an alliance of losers and as undemocratic. So the negotiations may take some time. Either way, it's a historic result. Chantal is scared that the shift to the right is a nationwide trend. Der Wahlsieg der FPÖ lässt das Vermeintliche nie wieder bedrohlich leise klingen. Und knapp 100 Jahre später stehen wir wieder hier.